Hallo, herzlich willkommen beim Tutorial von Valentin Software. Heute möchten wir Ihnen die Einführung in die Anlagenplanung mit der Rexplorer API in PVSol Premium zeigen. Ja, was macht diese Rexplorer API? Ähm, Die kann man im Prinzip nutzen, um 3D-Gebäudedaten in PVSol zu erstellen oder zu übernehmen. Ja, die erstellt halt direkt gleich so 3D-Gebäudemodelle, sowohl das Belegungsobjekt als auch Verschattenobjekte. Das Ganze, wie gesagt, ist eine Planung in PVSol Premium, verfügbar seit Premium 2026, Release 6. Ja, es muss in der 3D-Planung stattfinden und dort in der Planung mit Kartenausschnitt. Ja. Derzeit ist es leider nur für Standorte in Deutschland verfügbar. Ja, wir arbeiten aber daran, dass da jetzt demnächst mehrere Länder noch dazukommen. Was wird benötigt? Sie benötigen so einen Explorer API Key. Ja, dazu muss man einen Account bei Explorer anlegen. Das können Sie direkt ja, im Programm machen. Gibt es so einen Link dazu, wo Sie den entsprechend anlegen können. Weitere Informationen dazu können Sie auch in der Hilfe finden. Um das Ganze mal zu testen, ja, können Sie die ersten 10 Standorte kostenfrei abrufen. Danach muss man so ein Monatsabo abschließen, was 19 Euro im Monat kostet. Und dafür hat man dann unbegrenzten Zugriff auf Daten von Explorer, kann das halt für jede, im Prinzip, wenn man möchte, für jede seiner Planungen verwenden. Muss man gucken, wo sich das halt entsprechend anbietet. Die Abrechnung erfolgt dabei direkt mit Explorer und wir haben damit im Prinzip dann nichts zu tun, sind in diesem Bezahlprozess nicht involviert. Ja, dann lassen wir uns doch gleich mal direkt ins Programm wechseln. Ach nein, wir haben hier noch diese ja, kurzen Bild, ja, wie das dann aussieht, wo man seine Zugangsdaten eingeben kann. Ja, die E-Mail-Adresse braucht man halt für seinen Account. Im Regelfall wird dort die E-Mail-Adresse genommen, die Sie auch verwenden zum Aktivieren des Programmes, aber Sie können da auch eine Alternative eingeben und Sie müssen dann halt hier entsprechend auch diesen API-Key eingeben. Ja, das Ganze finden Sie dann aber auch unter Optionen in der Menüleiste im Programm. Ja, wie gesagt, dann wechseln wir einmal direkt ins Programm, um zu zeigen, wie man damit entsprechend arbeitet. Hier sehen wir schon eine kleine Vorschau hier in dieser Projektabbildung des Gebäudes, was wir jetzt so beplanen werden. Ist ein sehr komplexes Gebäude, was man im Prinzip auf herkömmlichen Wege fast gar nicht erstellen könnte oder nur mit sehr, sehr viel Aufwand. Was sehen wir hier noch? Die Adresse der Anlage. Ja, diese Adresse wird auch direkt in den Kartenausschnitt, weil es ja letztendlich auf einer Planung mit Kartenausschnitt basiert, übernommen. Wenn Sie da nichts eingeben, dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, später nochmal diese Adresse einzugeben und dann entsprechend zu suchen, um den Standort, den man verwenden möchte, zu finden. Ja, wir wechseln jetzt in die 3D-Planung, ja, klicken hier auf 3D-Planung, bearbeiten. Dann öffnet sich dieses ja, Auswahlfenster der Planungsart. Wir müssen halt, wie gesagt, wählen Belegungsobjekt Kartenausschnitt, klicken dann hier auf neuer Kartenausschnitt. Ja, und dann öffnet sich das entsprechende Kartenausschnittsfenster und hier müssen wir letztendlich mit der Explorer-Planung beginnen. Genau, und das ist die Adresse, die in den Projektdaten oder in der Anlageadresse der Anlage eingegeben wurde. Handelt sich also hier um dieses komplexe Gebäude. Den Bildausschnitt selbst, den kann ich zum Beispiel mit gedrückter Maustaste verschieben. Dann habe ich hier oben rechts noch die Möglichkeit, auch andere Karten auszuwählen. Hier sehen wir nochmal die Adresse, nach der wir gesucht haben. Hier ist natürlich auch möglich, andere Adressen einzugeben und über das Lupensymbol dann zu suchen. Die Funktionalitäten wie Karte rotieren, rechtsrum, linksrum, nach Norden Ausrichtung sind verfügbar und auch das Zoom-Level kann ich also hier bestimmen. Oder ich verwende das Mausrad, damit geht das Ganze natürlich auch. Rexplorer selbst ist hier ja, am unteren Ende der Leiste zu finden, Rexplorer API. Wir müssen also einen Pin setzen in die Karte. Dann wird ein Kreis gezeichnet oder dargestellt mit einem Radius von 100 Metern und alles, was sich innerhalb dieses Radius befindet, das wird dann sozusagen als 3D-Modell erstellt. Dafür werden die 3D-Gebäudedaten heruntergeladen. Dann klicken wir im Anschluss daran an 3D-Gebäudedaten herunterladen und abhängig von der Internetverbindung und auch der Komplexität des Ausschnitts, den ich hier gewählt habe, wie viele Gebäude sich darin befinden, kann das dann auch mal ein bisschen länger dauern, wenn ich die Daten herunterlade.
Grundsätzlich sind das LiDAR-Scans, die hier verwendet werden und daraus werden dann, wie gesagt, diese 3D-Gebäudemodelle erstellt. Vielleicht zur Genauigkeit noch ein Hinweis: Innerhalb von Städten, da ist die Abweichung zu Drohnenmodellen bei plus minus 5 Zentimetern und wenn ich mich im ländlichen Bereich befinde, dann ist sie zwischen 15 und 30 Zentimeter, je nachdem, wie hoch aufgelöst die Daten da vorliegen. Ja, dann sieht man hier so eine Voransicht des erstellten oder der erstellten Szene der 3D-Gebäudedaten. Und dann kann ich mir das angucken, ob mein Gebäude korrekt erstellt wurde. Und wenn das der Fall ist, dann übernimmt man die Daten zunächst mal. Und um diese dann in die 3D-Visualisierung zu laden, drückt man nochmal auf Start. Die Explorer-Daten selbst, die Modelle, die da erstellt werden, die werden genauso wie 3D-Modelle behandelt in der 3D-Visualisierung. Man kann die auch genauso bearbeiten. Und ja, was wir jetzt zunächst mal machen würden, wir würden einmal dieses Explorer-Modell hier als Geländemodell verwenden, weil dann, wenn ich mit der Maus rüber hover, wird das nicht dunkel dargestellt. Und das erleichtert mir im Grunde genommen die Option, dann gleich die Belegungsfläche einzuzeichnen. Ich verwende das also als Geländemodell und dann bleibt es hell. Ja, dann zoomen wir im Grunde genommen weiter rein, drehen das Ganze auch so ein bisschen, dass ich so vertikale und horizontale Geraden hier habe. Das ist die Fläche, die wir gleich belegen wollen. Ja, und dazu brauchen wir das 3D-Polygon, welches sich hier in der Sektion 3D-Modelle befindet. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu den anderen Icons. Also Import, das ist, wenn ich standardmäßig ein 3D-Modell importieren möchte, dann kann ich das also über dieses Icon machen. Das rechts daneben, das dient dazu zum Anheben und Liften der Grundfläche. Damit werden also alle Gebäude und Objekte auf die Höhe der Grundfläche angehoben. Dann, wenn ich versehentlich mal ein Gebäude verschiebe oder auch entferne, dann kann ich das auf den Ausgangszustand hier wieder zurückstellen. Das ist so eine Art Zurück-Button, den wir immer gewünscht haben in PV-Sol. Und Ja, hier, das ist die Option, um so ein Belegungsobjekt hier, so eine Belegungsfläche einzuzeichnen, also ein 3D-Polygon. Das klicken wir jetzt mal an. Durch das LED wird signalisiert, es ist aktiv. Und des Weiteren ist es auch so, dass natürlich der Mauscursor sich hier verändert und daraus wird dann Bleistift und dann klicke ich im Grunde genommen die zu belegende Fläche einmal ab, also einmal die Eckpunkte. ja, damit markieren wir jetzt im Prinzip die Fläche, die belegt werden soll. Genau, jetzt kann ich den Zeichenmodus durch die Escape-Taste oder die rechte Maustaste unterbrechen und dann nochmal rechte Maustaste aktivieren. Dann habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal nachzubearbeiten und so ein bisschen schöner, genauer einzuzeichnen. Können wir also die Eckpunkte hier greifen und können das nochmal sehr schön dann parallel dann auch an die Kante entsprechend anpassen. Mit der rechten Maustaste kann ich, also gedrückter rechten Maustaste, kann ich dann den Bildausschnitt verschieben, das Ganze dann hin und her schieben. Können wir hier nochmal gucken, aber das sieht alles soweit gut aus. Das soll eigentlich ausreichend sein jetzt hier für unsere kurze Demonstration. Was wir noch machen wollen, ist, wir wollen den Randabstand noch einmal kurz hier bearbeiten. Jetzt haben wir ja keinen. Und da gibt es hier dieses Rahmen-Icon. Wenn ich da einmal raufklicke, dann kann ich also die verschiedenen Kanten separat definieren, die Abstände dafür, oder ich setze den Haken für alle Kanten identisch. Und in unserem Fall sollen das sein 80 Zentimeter, 0,8 Meter. Ja, wenn das getan ist, dann müssen wir wechseln in die Modulaufständerung. Wir wollen jetzt ein Stellsystem definieren und daran würde sich dann anschließend noch die Modulverschaltung. So ist es. Jetzt sind wir in der Modulaufständerung. Wir wollen halt, wie Thomas schon angedeutet hat, so eine aufgeständerte Anlage jetzt dort platzieren und müssen uns dazu erstmal ein Montagesystem erstellen. Dazu nutzen wir hier diesen zweiten Button, klicken dort drauf, dann geht das Fenster Montagesystem bearbeiten auf. Wir wollen Gestellsystem haben, was nur in eine Richtung schaut. Deswegen wählen wir hier PV-Sol-Aufständerung und müssen uns dann hier auf der rechten Seite erstmal unser Modul wählen. Klicken hier also hier auf Neues Modul. Ja, jetzt sehen wir schon, ja, wir haben eine Favoritenliste so ein bisschen erstellt, damit wir jetzt nicht durch die ganze Datenbank müssen. Und man sieht jetzt hier auch schon das Modul, was wir verwenden wollen, soll von Ja-Solar sein. Klicken hier auf OK. Ja, dann haben wir das halt hier entsprechend drin. Im Moment ist es noch so in aufrechter Einbauposition drin. Wir wollen es in liegender verwenden, deswegen klicken wir hier auf diese Icon. Dann wechselt das Ganze hier zu liegend.
Dann müssen wir das entsprechend definieren. Wir haben nur ein Modul in vertikaler Richtung. Der Abstand zwischen den Modulen soll 2 Zentimeter betragen. Höhe Unterkante soll 0,1 Meter sein, also Abstand Modul Dach sozusagen. Und dann müssen wir definieren einmal den Aufständerungswinkel und die Ausrichtung unseres Gestells relativ zu einer Bezugskante. Wir wollen jetzt hier Bezugskante 1 wählen, klicken hier auf dieses Dropdown-Menü, wählen Kante 1 und die Kante 1 geht nach Nordwesten. Wir wollen es aber nach Südosten aufständern, unsere Module. Deswegen wählen wir hier Ausrichtung relativ zur Bezugskante 180 Grad. Ja, was fehlt? Der Abstand zwischen den Reihen und den geben wir hier über diesen Gestellabstand ein. In unserem Fall soll der jetzt mal 1 Meter betragen. Dann können wir das Ganze mit OK bestätigen und haben jetzt unser System hier erstmal erstellt. Jetzt müssen wir die Module natürlich hier aufs Dach bringen oder auf unsere Fläche bringen. Und dazu nutzen wir jetzt diese Option Aufziehen, weil man sieht ja hier so ein bisschen, wir haben so 2 separate Bereiche und die wollen wir jetzt so einzeln markieren, halt über dieses Aufziehen. Ja. Steht hier mit OK. Und dann ziehen wir uns hier entsprechend den Rahmen auf und innerhalb dieses Rahmens werden dann im Prinzip die Module belegt. Nummer 1 und dann nochmal aufziehen, den zweiten Rahmen. So. Ja, dann sieht das Ganze schon ganz gut aus. Wir schieben es noch so ein bisschen mit der Maus hin und her. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, dass wir auch die Aufbauten hier zwischen den Modulreihen berücksichtigen. Also Genau. darum haben wir das eigentlich so gewählt. Jetzt machen wir auch mal eine Abschattsimulation, also Simulation der Schattenhäufigkeit. Wir haben ja hier links neben unserer eigentlichen Modulfläche höhere Gebäude. Und dann sehen wir, dass wir hier eine Direkteinstrahlungsminderung haben, die schon bei 30% liegt oder ein bisschen drüber. Und darum würden wir jetzt die ersten Module hier entfernen. Das machen wir, indem wir hier dieses Modulreihen verkleinern, vergrößern auswählen. Und dann wird hier dieser Abschattsimulation, die ändert sich dadurch. Und dann würden wir das also hier entsprechend einfach so ein bisschen einkürzen. Ja, was jetzt noch fehlt, ist ein passender Wechselrichter. Das heißt, wir wählen einmal auf die Seite Modulverschaltung, wählen dann das erste Symbol aus. Wir haben ja nur Module, die in eine Himmelsrichtung zeigen. Und dann würden wir uns jetzt gerne eine Verschaltung vorschlagen lassen. Wir wählen also hier aus Wechselrichter Auswahl. Da wird sozusagen eine Vorauswahl getroffen. Und aus dieser Vorauswahl wird dann eine Wechselrichterverschaltung ausgewählt vorgeschlagen. So sieht das Ganze aus. Wir haben also als Hersteller jetzt ausgewählt Fronius. Und ja, hier sind jetzt im Grunde genommen alle Typen, alle Wechselrichtertypen, die potenziell geeignet sind, mit diesem grünen Haken gekennzeichnet. Und über diese Aktionsleiste hier, über die drittletzte Funktion, haben wir also alle ausgewählt. Dann wird automatisch in die Checkbox so ein Haken gesetzt und dann sagen wir auswählen. Und aus dieser Vorauswahl sind jetzt sogar 107 Wechselrichter, wird jetzt also hier eine Verschaltung vorgeschlagen. Ja, abhängig von der Anzahl der vorausgewählten Wechselrichter kann das natürlich auch mal etwas länger dauern, auch natürlich von der Anlagengröße. Aber wir haben relativ schnell jetzt hier in Fronius International Verto 33.3 Plus gefunden. Das ist also ein Hybridwechselrichter und der hat 3 MPP-Träger. Und ja, wir haben jeweils pro MPP-Träger 2 Stränge mit 11 Modulen und alles ist im grünen Bereich, gekennzeichnet durch diesen grünen Haken. Das heißt, wir können das Ganze so übernehmen. Und so sieht das Ganze dann aus. Es ist in vertikaler Richtung verschaltet. Ja, wenn man das ändern möchte, gibt es also hier unten links nochmal die Möglichkeit, zum einen die Verschaltungsrichtung, den Startpunkt der Stränge und auch den Verlauf der Stränge zu verändern. Ja, jetzt Vielleicht gucken wir heißt uns es, nochmal in ja, der Terrain-Ansicht an, das Ganze, würde ich okay. sagen, damit wir auch das 3D-Modell mal sehen, wie das Ganze erstellt wurde und auch so die umliegenden Gebäude, dass man sieht, dass es wirklich auch dieses hochkomplexe Na, Gebäude halt entsprechend jetzt ohne großen Aufwand erstellt werden ja. konnte. Ja. Sehen wir hier unser Krankenhaus und man sieht auch diese ganzen Umgegenden, die potenziell natürlich verschatten können. Ja. Und dazu ist dieses Explorer halt wirklich sehr gut zu verwenden, sage ich mal, dass man da relativ schnell halt diese ganze Szenerie auch bekommt in diesem Falle. Ja. Okay. Dann übernehmen wir die Daten hier über die Projektverwaltung, sollen übernommen werden.
Und jetzt findet natürlich eine Verschattungsanalyse statt, also nicht die Direkteinstrahlungsminderung übers Jahr, sondern wirklich die Abschattgrade. Genau so ist es. Ja, jetzt findet halt diese, wie Thomas schon sagte, detaillierte Verschattungsanalyse statt. Und ja, wir gehen jetzt dann auch relativ schnell zu den Simulationsergebnissen. Ja, wollen aber gar nicht so im Detail darauf eingehen, sondern einfach nur mal zeigen, dass diese Verschattung dann halt auch entsprechend berücksichtigt wird. Und in den Ertragsminderungen durch Verschattung, ja, da sind wir. Dann Ja, kommen wir hier auf Simulation, genau, da sind wir. Dann haben wir hier entsprechende Ertragsminderung durch Verschattung rund 5%, ja, 1100 Kilowattstunden Kilowatt Peak erreichen wir da ungefähr. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, ich denke, das war's. Einmal eine kurze Demonstration, wie man mit den Explorer-Daten in PV-Sol arbeiten kann. Wie ich schon sagte, es ist ein sehr, sehr schönes Tool, gerade wenn man hochkomplexe Gebäude hat. Ja, dann kann man diese ja, relativ schnell halt auch ins Programm bekommen, entsprechend belegen und so weiter. Und was auch noch sehr schön ist, dass man halt, wie gesagt, auch diese umliegenden Gebäude bekommt, sodass man halt auch entsprechend die Verschattung sehr akkurat mit berücksichtigen kann. Ja, wenn Sie jetzt noch weitere Informationen brauchen zu unseren Programmen, dann schauen Sie auch bitte auf unserer Internetseite vorbei unter www.valentin-software.com. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben zum Explorer-Tool oder auch generell zu unserem Programm, schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an hotline@valentin-software.com. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.